Okay, die Frage, das mit der KI beschäftigt viele. Es macht auch vielen Angst. Wie ist deine generelle Sichtweise dazu? Hier noch eine Frage, ob die KI eine feinstoffliche Wesenheit ist, die sich auch in PV-Anlagen einnistet? Also ich denke, es gibt ja verschiedene künstliche Intelligenzen. Es gibt ja nicht nur eine, sondern es gibt ja verschiedene und die sind somit auch verschieden. Und es kommt auch darauf an, mit was wurden sie mal programmiert. Also von was lernt die künstliche Intelligenz? Welche Informationen hat sie zur Verfügung? Und man kann das natürlich auch für gute Dinge nutzen. Das ist ja wie heutzutage das Internet. Das ist natürlich nicht immer so sinnvoll, was da alles drin ist, aber es gibt auch viele gute Dinge da drin. Es kommt halt immer darauf an, wie man das braucht. Und ich denke, künstliche Intelligenz, die kann man auch in eine gute Richtung lenken. Aber da haben wir Menschen ja auch damit zu tun. Wie nutzen wir das? Und mit was füttern wir die künstliche Intelligenz? Ja, Okay, hier kommt noch eine ganz wichtige Frage. Also ich finde die immer wieder wichtig. Jetzt hier kommt sie in Bezug auf KI, ob wir nicht die Existenz der KI füttern, indem wir uns damit beschäftigen. Und die Person versteht nicht, die Fragestellerin versteht nicht, wie wir Nein sagen können und gleichzeitig unsere Energie nicht dahin schicken. also es geht ja darum, dass man zu etwas Nein sagt und dann die Energie von einem auf das richtet, was man möchte. Und dann hat man seine Energie dann ja da. Und ich weiß ja nicht, wie die Zukunft ähm, der Menschheit in Bezug auf Technologie aussieht. Aber es kann ja vielleicht auch sein, dass die künstliche Intelligenz ähm, gar nicht mehr verschwindet. Also vielleicht gibt das ja auch eine neue technische Revolution. Das wissen wir ja nicht. Ist ja alles möglich. Und das Wichtige ist ja nur, dass die positiv genutzt wird. Das ist ja das Entscheidende. Und dass die Menschen halt nicht ihre Verantwortung an abgeben, egal ob das an die künstliche Intelligenz ist oder an sonst etwas. Und dass man halt, ja, wenn man, also viele Menschen nutzen ja dann künstliche Intelligenz, um Fragen zu stellen und dann gibt die Antwort. Und das Wichtige dabei finde ich halt, dass man das selber Denken nicht verliert. Also dass man diese Antwort nicht irgendwie so ansieht, dass sie immer 100% stimmen muss, sondern dass man einfach immer selber da mitdenkt. Also wie man das halt sowieso tun sollte. Das finde ich halt das Wichtige. Ja, und siehst du das auch so, dass künstliche Intelligenz an und für sich etwas Neutrales ist und dass es darauf ankommt, in wessen eben Händen das Ganze ist und wie sie von wem zu welchem Zweck genutzt wird? Aber was ist mit der künstlichen Intelligenz, wovor viele Angst haben, dass die sich verselbstständigt und eigene Wege geht und plötzlich überhaupt nicht mehr kontrollierbar ist? Wie siehst du das? Also es gibt ja schon so gewisse Beispiele, wo die künstliche Intelligenz plötzlich selber was tut. Und da fängt es halt wieder bei dem an, was ich vorher gesagt habe. Es kommt darauf an, mit was wir die künstliche Intelligenz füttern.
und was wir mit auf den Weg geben. Und das entscheidet ja auch, wie sie sich entwickelt. Und sie lernt ja auch von uns Menschen. Also wenn wir Menschen doof miteinander umgehen, dann lernt sie das auch. Aber wenn wir gut miteinander umgehen, dann bekommt sie das genauso mit. Und ich denke, aktuell gibt es ja schon Leute, die die künstliche Intelligenz für was Negatives brauchen wollen in der Welt. Das ist schon klar, dass es die gibt. Aber das heißt ja nicht, dass man das nur als was Negatives anschauen muss. Also ich merke, dass ich so die Vorstellung in mir trage, dass, also wir hatten ja das Thema Aufstieg und die Erde hat ja beschlossen, ihre Schwingung zu erhöhen. Wir bekommen diese ganzen Hilfen aus dem Universum. Wir werden feinstofflicher. Das Thema hatten wir gestern übrigens auch. Da war ja die Frage nach ob du das auch wahrnimmst, dass viele Körper feinstofflicher werden und weniger dicht sind. Und meine Vorstellung ist einfach immer, also ab einer gewissen Schwingungshöhe können doch all die Dinge, die schädlich sind, die lebensfeindlich sind, die zerstörend wirken, die der liebevollen Schöpfung entgegenwirken, die können doch dann gar nicht mehr existieren, oder wie siehst du das? Mhm. Die fallen dann einfach weg. Ja, oder sie wandeln sich langsam um. Also je nachdem. Eben, und deshalb, wir können nicht wissen, wie das genau vonstatten geht. Wir können nur bei uns selbst anfangen. Das ist mir so wichtig. Unser Augenmerk wird durch diese wahnsinnig vielen Informationen, die überall sind, die ganze Zeit ins Außen gelenkt. Und ich war neulich an einem sehr schönen Seminar und da kam dann auch der Satz, wer zu verinnerlicht ist, ist nicht lebensfähig. Dem fehlen nämlich die Schubkraft und die Tatkraft, die Dinge hier auf der Erde umzusetzen. Und das brauchen wir, um unsere Aufgabe hier wirklich zu erfüllen. Da gibt es ja auch im spirituellen Bereich immer die Leute, die sagen, man soll das Ego abtöten oder das Ego auflösen oder so. Und da kam dann sehr klar zur Sprache, das Ego, das sind unsere unteren 3 Chakren. Und die brauchen wir, um hier auf dieser Erde in dieser Zeit zu bestehen. Unbedingt. Aber sie müssen unter dem Kommando des Herzens und den oberen Chakren stehen. Und das fand ich so wunderbar dargelegt, dass ich es euch jetzt heute hier einfach weitergebe. Und wer zu sehr immer nach außen orientiert ist, der verliert den Sinn des Lebens. Und ja, kann dann natürlich auch Depressionen entwickeln und so, weil er einfach gar keinen Sinn sieht in dieser Existenz. Und die Balance zu halten, das ist eine unserer ganz, ganz wichtigen Aufgaben. Siehst du es auch so? Mhm. Okay. Hier kommt noch die Frage, ob du was darüber sagen kannst, warum gerade Deutschland so sehr unter Beschuss ist im Moment. Oder schon länger. Ja, schon länger. Weil man halt auch das Potenzial dort einfach unterdrücken möchte. Und wenn das nicht so wäre, dann könnte davon ja viel Gutes ausgehen. Auch in die Welt, auch im Großen. Und ja, darum ist Deutschland halt schon speziell im Fokus. Ich finde, das spürt man energetisch, wenn man dort ist. Es gibt sicher auch andere Länder, die da speziell im Fokus sind. Aber Deutschland gehört da dazu. Einfach weil jedes Land und jede Region hat ja ihre eigene Energie. Und auch vom Kollektiv her
eine bestimmte Schwingung und die ist halt je nachdem verschieden. Und es gibt Länder, wo schon mehr Licht da ist und da wird je nachdem auch mehr unterdrückt. Und es hat aber, also dass es überhaupt funktioniert, diese Unterdrückung, weil das muss ja erstmal funktionieren. Weil wenn zu wenige Leute dafür offen sind, dann funktioniert es einfach nicht. Also kann man auch da sagen, dass man dem nicht ausgeliefert ist, sondern dass es ja darum geht, dass man sich fragt, warum ist das überhaupt möglich? Und ich denke, gerade in Deutschland, da hat es natürlich auch verschiedene Ebenen und verschiedene Glaubenssätze, die damit zu tun haben. Aber einer hat sicher damit zu tun, dass Deutschland noch viele Schuldgefühle hat und sich einfach klein macht. Das gehört da sicher mit dazu.